Herzlich willkommen hier zurück auf dem Gear Reference Kanal. In der heutigen Episode möchte ich euch mal so ein Specialist Equipment Piece vorstellen für einen sehr nischigen Bereich, und zwar die AWS MTV Medical Trauma Vest. Die Weste wurde in den Dienst aufgenommen im Dezember 1995, dann wurde die NSN dafür erstellt. Gibt es auch mir bekannt nur für die schwarze Version. Die ist also wahrscheinlich dann eher so 96 das erste Mal irgendwo eingetroffen und ist, wie schon erwähnt, eine Weste für den Einsatzsanitäter, Air Medic, Combat Medic, was es auch immer da so alles gibt. Im Originaltext auf der alten AWS-Seite steht noch, dass diese Weste ursprünglich mal für die Para-Rescue Jumper produziert wurde. Haben wir auch schon das ein oder andere Ausrüstungsstück gehabt, was von denen genutzt wurde. Also auch ein primär medizinisch ausgerichtete Einheit. Gerade im Einsatz gut für Helikopterbesatzung etc. Was hier nämlich auch die Besonderheit ist bei der Weste, dass wir hier viele Optionen haben, die den Einsatz im Luftfahrzeug gewährleisten. Also wir haben hier quasi schon den Rescue Seat etc. alles mit direkt in der Weste integriert. Gucken wir uns dann nachher auch im Detail mal die einzelnen Punkte an. Natürlich sind dann auch dementsprechend Aufnahmen für zum Beispiel den Monkey Strap im Hubschrauber etc. vorhanden, damit diese Weste auch im Air Medic Einsatz etc. eingesetzt werden kann. Die Referenzlage zu dieser Weste ist relativ spartanisch. Ich habe da ein paar finden können, und zwar immer von medizinischem Personal, medizinisch geschultem Personal, die manchmal zur Infanterieeinheit selber oder eben attached Personal sind und mit denen unterwegs. Gab es primär dann aus dem Irak und Afghanistan. Wir sehen auch mal, dass zum Beispiel ein Arzt auf einer Base diese Weste trägt, nachdem es einen Angriff gab. Die andere Quelle, die ich noch habe, ist auch von einem Close Protection Team im Irak. Da ist ganz interessant, dass alle Angehörigen Waffen aus Saddams Waffenlager nutzen und das alles ein bunter wilder Mix ist und einer davon eben auch diese Weste trägt. Dann gibt es noch eine Aufnahme aus deutlich späterer Zeit. Ich blende es nochmal ein, wenn ich es genau finde. Und zwar wird da dieses Modell in beige getragen von einem Soldaten, der sich auf dem Weg zur Landeplattform macht, um eine Operation durchzuführen. Bei Para-Rescue-Jumpern habe ich diese Weste jedenfalls bisher nicht gesehen. Auch bei anderen Hubschrauberpersonal, da sieht man natürlich immer deren normales, reguläres Equipment, aber diese Weste leider nicht. Wenn da jemand noch irgendwas hat, gerne bei mir melden oder über Instagram zuschicken etc., wäre ich sehr dankbar. Produziert wurde die Weste natürlich primär in Schwarz, dafür auch die Versorgungsnummer vorhanden. Dann gibt es auf jeden Fall noch Beige und zum Beispiel auch das UCP. UCP natürlich nur in der späteren Ausführung. Hier haben wir eine sehr frühe Ausführung. Die späteren Versionen unterscheiden sich dann primär im Rückenbereich, wo hier noch die Alice-Aufnahmepunkte sind und bei der späteren Version dann Molle genutzt wird. Solche Westen finde ich immer besonders faszinierend, die so sehr für eine spezialisierte Verwendung gedacht sind, weil die immer recht einzigartig im Aufbau sind, gerade so für medizinisches Personal, wobei die Weste hier, wie ich schon gesagt habe, ja natürlich einen größeren Nutzen erfüllt und hier auch gedacht ist, dass der Nutzer eine Seite mit medizinischen Utensilien bestückt und die andere Seite dann natürlich noch für Zubehör, für Survival Equipment, gerade bei Hubschrauberbesatzungen etc., die müssen ja auch dementsprechendes Material mitführen. Einen genauen Packplan dafür gibt es nicht, jedenfalls nicht von der Firma AWS. Ansonsten leider konnte ich dazu nichts Genaues finden. Deswegen liegt es halt immer am Benutzer, wie er hier die einzelnen Taschen befüllt. Aber wir gucken uns die einzelnen Taschen dann gleich mal im Detail an. Dann gucken wir uns die Medical Trauma Vest einmal im Detail an. Wir sehen schon den Netzbody und den ähnlichen Aufbau wie zum Beispiel von den Eagle, Blackhawk, Assault Vests. Das ist halt alles so noch grob das gleiche 90er Jahre Design. Und dann nehmen wir uns erstmal die Mitte vor. Hier, wie schon an der Puppe gesehen, wahrscheinlich der Strap, der einmal vorne rüber geht zur
besseren Sicherung der Weste, gerade wenn man halt mit dem Gewicht etc. irgendwann in dem Gurtsystem hängt, will man nicht, dass das Ding aus Versehen aufgeht. Deswegen wird es hiermit nochmal festgezogen, falls der Reißverschluss mal nachgeben sollte. Ja, hier in der Mitte der Reißverschluss. Hier oben und unten sehen wir noch weitere Schlaufen für die Karabiner etc. Und dann nehmen wir uns zuerst mal die linke Seite vor. Die Taschen sind generell als Utility Pouches, also Mehrzwecktaschen, in verschiedenen Größen angeordnet und ausgerichtet. Hier seitliche Öffnung, eine recht große vom Volumen her. Hier im Inneren haben wir immer noch einen extra Strap, wo ich irgendwie nochmal was mit Schnur etc. befestigen kann. Tasche, wie alle anderen Taschen hier, werden mit Klett geschlossen. Dann haben wir hier eine kleine Tasche, die nochmal gesichert ist mit diesem Plastik-Schnellverschluss. Und zwar kann diese Tasche abgemacht werden. Das ist eine relativ kleine, schmale, ja, weiß nicht, irgendwie Metall-Kleinteile vielleicht vom medizinischen Besteck oder so. Irgendwas in die Richtung könnte ich mir vorstellen. Kann man dann schön wieder aufkletten und schließen. Darunter hier so eine auf der Tasche angebracht wieder so ein Halter für die Schere und dann darunter eine recht große Mehrzwecktasche. Im Inneren haben wir nochmal einzelne kleine Fächer in unterschiedlicher Größe, wo noch was reingesteckt werden kann. Hier unten unter der Weste sehen wir schon das Vorderstück zum Einhaken der Beingurte. Hier, wie auch üblich und schon oft erwähnt, die Halterung für den Duty Belt. Geht auch wieder einmal rum, dass ich den quasi noch mit befestigen kann. Und dann kommen wir mal zu der anderen Seite. Hier haben wir im oberen Bereich wieder eine Mehrzwecktasche, die auch wieder anders angeordnet ist, aber auch recht groß, wo ich viel reinbekomme. Darunter ebenfalls nochmal eine schöne mittlere Mehrzwecktasche und unten nochmal eine größere. Hier im Inneren haben wir noch Klett und ich gehe davon aus, weil wir hier zwei Gegenstücke haben, dass es für diese Tasche gegebenenfalls irgendwelches Zubehör gibt, was eingeklettet werden kann oder vielleicht sogar einen Einsatz gibt, den man einkletten kann. Leider habe ich da auf der AWS-Seite nichts mehr zu finden können. Dann werfen wir mal einen Blick hinein. Und zwar haben wir hier das alte Logo von AWS mit der NSN und hier die inneren Fächer. Hier ein kleines, auch wieder Klett, ist nichts drin, hier ebenfalls so eins und auf der anderen Seite haben wir nochmal genau die gleiche. Auf einer Tasche haben wir hier noch einen Klettstreifen, das ist dann fürs Namensband des Besitzers, damit er die auch wiederfindet. Hier unten haben wir das sogenannte Lumbar-Pad, kann ein- und ausgeklettet werden, je nachdem, ob man den Komfort braucht oder eben nicht. Hier hinter haben wir noch ein kleines Fach, und zwar sind hier die Straps für die Beingurte drin. Wenn man sie nicht braucht, kommen die hier rein, wird zugeklettet und fertig. Dann drehen wir die Weste mal. Jetzt haben wir quasi den Rücken. Hier noch eine Besonderheit, und zwar ist dieses Fach hier zusammen mit der Halterung für die Heats Survival Flasche. Also nochmal ein kleiner Sauerstofftank, falls der Hubschrauber notwassern muss etc., um sich damit Sauerstoff versorgen zu können. Dann haben wir hier, wie schon erwähnt, noch den Rückenbereich mit Alice-Aufnahmepunkten. Hier sehen wir auch schön, wie das ganze Gurtsystem an sich vernäht ist. Hier oben können wir nochmal die Länge ein bisschen einstellen. Auch wieder Klett. Und obendrauf noch ein paar D-Ringe, um irgendwas durchzufädeln. Als Zusatzteil haben wir noch diesen kleinen Strap hier mit
D-Ringen, die mit Alice hier dran befestigt werden können. Ich denke mal, den kann man irgendwo ransetzen, wenn man hier irgendwas mit den D-Punkten verbinden möchte. Irgendwie einen Rucksack oder sowas. Dafür ist das Ding sehr wahrscheinlich gedacht. Falls jemand es genau weiß, kann das bitte noch reinschreiben. Ja, wozu dieses schöne Stück hier ist, vielleicht um irgendwas zu befestigen, irgendwas nochmal zu sichern, vielleicht die Schere zu sichern, kann ich nicht genau sagen. Auf der anderen Seite ist es auf jeden Fall nicht vorhanden. Ja, das war es auch erstmal schon im Groben und Ganzen zur AWS Medical Trauma Weste. Dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zusehen. Seid gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei und dann sehen wir uns. Bis dann. Ciao.